Einmal quer durchs Rheinland und das fast ohne Großstadtlärm und Verkehrschaos? Genau das erwartet uns heute auf dieser überraschend abwechslungsreichen Radtour zwischen Köln, Leverkusen und dem Bergischen Land. Wir fahren über gewaltige Rheinbrücken, rollen durch grüne Parkanlagen und folgen ruhigen Flussradwegen entlang von Rhein, Dünn und Wupper. Eine Tour voller Kontraste. Zwischen idyllischen Flussauen, historischen Klosteranlagen und Industriegeschichte treffen wir immer wieder auf ganz viel Natur. Und auch auf einen besonderen Bahntrassenradweg, auf dem es kilometerlang nur bergab geht. Genau dieser Mix macht die Strecke so attraktiv. Also steigt mit uns aufs Rad und findet heraus, warum uns diese Runde so positiv überrascht hat. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Tour von uns aus etwas ungewohnten Gefilde. Wie ihr vielleicht schon erahnen könnt anhand des Doms hinter uns, befinden wir uns gerade in Köln. Und zusammen mit der Radregion Rheinland werden wir jetzt in den kommenden 3 Tagen 3 schöne Radtouren abradeln, die wir euch wärmstens empfehlen können. Wir fahren jetzt auch gleich los. Es geht einmal über den Rhein, der sich direkt vor uns befindet, über die auch sehr bekannte Hohenzollernbrücke. Genau, auch nochmal von mir ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns jetzt ganz besonders, euch eine tolle Radtour vorzustellen durch die Domstadt Köln in die Stadt Leverkusen und dann auch noch durch das wunderschöne Bergische Land, was wir uns schon lange mal erkunden wollten, über eine schöne Bahntrasse und dann wieder zurück am Rhein entlang. Die Tour wird etwa 70 Kilometer sein und einige Highlights beinhalten, sowohl kulturell als auch Natur wird, denke ich, auch nicht zu kurz kommen. Ja, noch ist es ein bisschen neblig, aber der Wetterbericht verspricht Besserung. Also kommt gerne mit. Wir zeigen euch jetzt die wunderbaren Highlights in der Radregion Rheinland. Viel Spaß! Wir starten unsere heutige Tagestour mit einer Fahrt über die ikonische Hohenzollernbrücke. Die 400 Meter lange stählerne Eisenbahnbrücke gehört zu den beliebtesten Fotomotiven Kölns. Besonders berühmt ist sie für ihre riesige Anzahl an Liebesschlössern. Im Zusammenspiel mit dem majestätischen Dom im Hintergrund und den ständig vorbeirauschenden Zügen ein eindrucksvoller Anblick. Auf der rechten Seite des Rheins folgen wir der Beschilderung des Rheinradwegs in Richtung Leverkusen. Unten am steinigen Flussufer erhaschen wir nochmal einen tollen Blick auf den Dom und die in Nebel getauchte Skyline von Köln. Wenig später erblicken wir den Rheinpark. Eine weitläufige Grünanlage, die sich mit ihren Wiesen und Spielplätzen für eine Pause mit Kindern eignet. Sogar eine Miniatureisenbahn fährt durch den Park. Allerdings hat die wohl gerade Pause. Im Gegensatz dazu sind die schwebenden Waggons der Kölner Seilbahn schon in Betrieb. Bereits seit 1957 können Besucherinnen und Besucher hiermit den Rhein überqueren und das Panorama von Köln aus der Vogelperspektive bewundern. Dieses Wasser schmeckt echt besonders. Das ist ein Heilwasser hier aus dem Trinkbrunnen der Claudius-Therme. Es schmeckt wirklich überhaupt nicht wie Wasser. Es schmeckt es sind ganz viele Geschmacksnoten zwischen salzig, spritzig, süßlich und leicht metallisch. Also so eine quasi wie so eine Geschmacksexplosion im Mund. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon trinken kann. Vielleicht nur ein paar Schlückchen, soll man wahrscheinlich auch nicht viel mehr. Aber sehr interessantes Erlebnis.
Nach einem kleinen Wettrennen mit den Frachtschiffen auf dem Rhein biegen wir vom Uferweg ab, um uns den Stammheimer Schlosspark anzuschauen. Ein Schloss gibt es hier seit der Zerstörung 1944 leider nicht mehr. Dafür zieren Statuen und Skulpturen verschiedenster Art die Parkanlage aus dem 19. Jahrhundert, welche nach einem langen Dornröschenschlaf heutzutage wieder gepflegt wird und zum Staunen und Lauschen einlädt. Auf einem herrlichen Deichweg im Grünen geht es weiter Richtung Norden. Vorbei an einer Kirche und erfreulicherweise auf breiten Radwegen erreichen wir auch schon bald das Stadtgebiet von Leverkusen. Unsere Erwartungen an das Radfahren in Leverkusen waren im Vorfeld eher verhalten. Umso überraschter sind wir von der ruhigen und naturnahen Fahrradroute, die uns hier direkt durch das Stadtgebiet führt. So, mittlerweile haben wir es bis nach Leverkusen geschafft. Wir stehen jetzt hier gerade in einem Stadtpark von Leverkusen und hinter mir seht ihr das kleine Flüsschen Dünn. Und ja, sieht schon ganz schön idyllisch aus mit dem Flussbett und der schönen Natur daneben. Viele Brennnesseln wachsen dort. Und dem Flüsschen werden wir jetzt auch ein ganzes Stück lang folgen. Die Dünn ist ein Nebenfluss der Wupper und mündet hier in Leverkusen dann irgendwann gleich in die Wupper und die dann in den Rhein. Und wir folgen jetzt, wie gesagt, der Dünn ein kleines Stückchen auf der sogenannten Dünrunde. Ein Rundweg, der in Leverkusen startet und insgesamt 39,4 Kilometer lang ist. Könnte man also auch als Route von Leverkusen aus starten, wenn man hier Start- und Zielpunkt haben will und 39 Kilometer auf dem Programm stehen sollen. Wir freuen uns jetzt, dass die Sonne jetzt rausgekommen ist und der Himmel langsam so richtig schön blau wird. Ja, die Morgenstimmung war ja doch noch etwas kalt und frisch und jetzt wird es aber warm und die Strahlen wärmen uns jetzt ein bisschen. Und da freuen wir uns jetzt auf die weitere Strecke entlang der Dünn und dann auch noch ein paar coole Highlights kommen jetzt gleich. Wir fahren jetzt nämlich noch an einem Schloss vorbei und dann zu einem interessanten Museum. Vorbei am Fußballstadion von Bayer Leverkusen radeln wir völlig verkehrsberuhigt und entspannt auf dem asphaltierten Dünnradweg. Wir sind heute nicht die Einzigen, die sich an dem saftigen Grün der Wiesen erfreuen. Wir verlassen kurz den Radweg, um einen Blick auf das Schloss Morsbruch zu werfen, das sich nur wenige Meter entfernt befindet. Das Rokoko-Schloss von 1775 beherbergt ein Museum für zeitgenössische Kunst mit wechselnden Ausstellungen und regelmäßigen Veranstaltungen. Es gibt ein Schlosscafé und einen Museumsshop. Mir hat es vor allem der begehbare Springbrunnen angetan. Im Bioladen Gut Unverpackt nutzen wir die günstige Gelegenheit, uns mit Getränken und Snacks für die restliche Tour einzudecken. Noch ein sehenswerter Stopp wartet in Leverkusen auf uns: das Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer. In der historischen Sensenfabrik kann bei der Besichtigung von Fabrikhallen und Arbeiterunterkünften in die Zeit der frühen Industrialisierung eingetaucht werden. Neben der Ausstellung von Maschinen und Sensen werden sogar Schmiedevorführungen und allerlei Veranstaltungen angeboten.
Für ein kurzes Stück verläuft der Radweg neben der Straße, doch schon bald zweigt unsere Route auf einen Schotterweg ab, der uns über Felder und durch die Auenlandschaft im Naturschutzgebiet Dünn führt. Im historischen Ortskern der Gemeinde Odenthal fallen schmucke Fachwerkhäuser und die Pfarrkirche ins Auge. Das Kunstwerk Hexenbrunnen von 1988 erinnert an die düstere Vergangenheit der Hexenverfolgung im Ort. Wir fahren weiter in den Ortsteil Altenberg, wo im Jahre 1133 die Abtei Altenberg, ein Kloster der Zisterzienser, errichtet wurde. Seit 1803 ist das Kloster aufgelöst. Doch die ehemalige Klosterkirche, der Altenberger Dom, erstrahlt noch heute in seiner ganzen Pracht einer dreischiffigen Basilika im Stil der Gotik. Der Dom wird sowohl von der katholischen als auch von der evangelischen Gemeinde genutzt. Hier sind wir. Sehr schön. Jetzt hatten wir schon 30 wunderbare Kilometer auf unserer ersten Tour in der Radregion Rheinland. Und natürlich müssen wir jetzt auch mal richtig einkehren nach so einer Strecke und haben uns hier ein richtig schönes Plätzchen ausgesucht. Bevor dann gleich der steile Anstieg kommt, ist jetzt die Frage, ob das jetzt günstig war, strategisch oder eher unklug. Aber es ist uns völlig egal, wir haben Riesenhunger und wir lassen es uns jetzt mal so richtig schmecken. Cheers! Gut gesättigt geht es jetzt direkt in die Bergetappe, einmal rechts hoch und ja, ich glaube so 90 bis 100 Höhenmeter erwarten uns jetzt. Viel Spaß! Mit vollem Magen fällt uns das Treten bergauf wirklich etwas schwerer als üblich. Das folgende Wegstück verläuft weiter leicht bergauf auf einem Radweg direkt neben der Straße, wo uns heute zum ersten Mal etwas mehr Autoverkehr begegnet. Aktuell befinden wir uns nicht mehr nur auf der Dün, sondern gleichzeitig auch auf der Aqualon-Runde, einem 54 Kilometer langen Rundweg, der sich ganz dem Thema Wasser verschrieben hat und unter anderem an der großen Düntalsperre vorbeiführt. Hier in Borscheid biegt die Aqualon-Runde Richtung Nordosten ab, wir folgen aber weiter der Dünrunde Richtung Leverkusen auf einem besonders entspannten Radweg. Nach einer etwas schwierigeren Bergetappe jetzt gerade eben befinden wir uns jetzt auf dem Panoramaradweg Balkantrasse. Die ist etwa 50 Kilometer lang und 28 Kilometer davon verlaufen auf der ehemaligen Bahntrasse des Balkanexpress, der volksmündlich so genannt wurde. Ja, und heutzutage bietet sie uns jetzt eine gute Möglichkeit, wieder Richtung Leverkusen auf perfekter asphaltierter Strecke ohne Autoverkehr radeln zu können. Auf den nächsten 8 Kilometern heißt es für uns rollen lassen und durchatmen. Der hervorragend ausgebaute Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse zaubert uns mit seinem glatten Untergrund und dem sanften Gefälle ein Lächeln aufs Gesicht. Zahlreiche Bänke entlang der Strecke laden zum Erfrischen und Aussicht genießen ein. Sanfte Hügellandschaften, Wälder, Flüsse und Talsperren. So sieht das Bergische Land von oben aus. Das Gebiet zwischen Rhein und Sauerland eignet sich hervorragend zum Radfahren. Ob ihr historische Fachwerkorte erkunden, Spuren von Industrie und Eisenbahn entdecken oder euch in aller Ruhe an der Natur erfreuen wollt.
Auf den Panoramaradwegen im Bergischen Land ist all das möglich. Also es ist jetzt wirklich ein ganz herrlicher Abschnitt hier. Es geht die ganze Zeit bergab. Das einzige Problem ist bloß, man möchte ständig anhalten und den Ausblick auf die Rapsfelder, auf die Hügel hier genießen. Die Sonne spielt jetzt natürlich mit, wenn wir überlegen, dass wir heute in so einen Dunst gestartet sind in Köln noch, was ja auch seine eigene schöne Atmosphäre hatte. Jetzt sind wir hier mitten in der Sonne und mal sehen, wie lange wir heute noch brauchen. Vielleicht kommen wir auch in der Abendstimmung dann erst in Köln wieder an, wenn das hier so weitergeht. Also ganz tolle Bahntrasse hier gerade, schön breiter Radweg. Hier ist auch dementsprechend sehr viel los. Die Leute haben auf jeden Fall Laune an der ganzen Sache hier und wir auch. Und ja, dann sollten wir auch demnächst schon wieder in Leverkusen sein. Und da werden wir dann auf die andere Rheinseite wechseln und wieder zurück nach Köln fahren. Wir folgen der Beschilderung Richtung Köln über ruhige Straßen, entlang von Wiesen und über einen kleinen Bach. Hier fallen uns diese knubbeligen Bäume ins Auge, die neben einem Teich am Wegesrand stehen. Wir sind jetzt von der ehemaligen Bahntrasse wieder abgefahren und befinden uns jetzt hier im Tal der Wupper. Ich stehe jetzt hier fast schon in der Wupper. Ja, es ist echt ein schöner, idyllischer Fluss. Größer als die Dünn, die wir vorhin entdeckt haben. Die Wupper ist insgesamt 116 Kilometer lang und mündet in den Rhein. Wer die Wupper mit dem Radl erkunden möchte, der kann das zum Beispiel auf der Wupperrunde machen. Die ist 44 Kilometer lang in etwa und startet in Leichlingen und endet dort auch wieder. Führt dabei zum großen Teil auch über diesen Panoramaradweg Balkantrasse und eben auch im Tal der Wupper entlang. Wir fahren jetzt so ein kleines Stück entlang der Wupper, denn dann wollen wir, wie vorhin schon gesagt, wieder zurück an den Rhein und die linke Seite des großen Bruders erkunden und wieder zurück Richtung Köln fahren. Auf einen sehr naturnahen Radweg entlang der Wupper passieren wir die Reuschenberger Mühle, die auf eine 500-jährige Geschichte zurückblickt und heute ein modernes Wasserkraftwerk beinhaltet. Die technisch raffinierte Mühle kann auf Anfrage von innen besichtigt werden. Ganz entspannt führt uns der Radweg in einem Bogen wieder zur Dünn, deren Mündung in die Wupper nur ein Katzensprung entfernt ist und von uns am morgigen Tag erkundet werden soll. Wir schlängeln uns durch eine Baustelle und erreichen den Neulandpark. Die sehr gepflegte Parkanlage ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Skulpturen und Spielplätze, Fitnessgeräte und Ruhebänke lassen keine Wünsche offen. Für eine Pause auf der Wiese bleibt uns heute aber leider keine Zeit. Doch schon allein der Radweg durch den Park und über die geschwungene Brücke macht richtig Spaß. Vom Neulandpark geht es für uns direkt an den Rhein, wo in den Freisitzen Feierabendstimmung angesagt ist. Wir finden unseren Weg über die beeindruckende Rheinbrücke, bei welcher eine ziemlich gute Fahrradspur konstruiert wurde. Das ist richtig krass hier gerade. Also nicht nur, dass wir jetzt gerade neben dieser Autobahn über den Rhein gefahren sind, sondern guck mal, wir fahren wirklich direkt neben der Autobahn. Hier rauschen die Autos lang und man hört fast nichts. Das ist eine richtig gute
Schallschutzwand hier. Sogar mit Glas. Boah, sowas würde ich mir an fast jeder Autobahn wünschen. Angekommen auf der linken Rheinseite fahren wir erst auf einem etwas holprigen Radweg durch das Gebiet der Ford Automobilwerke, bevor wir wieder direkt ans Ufer gelangen. Auf der Nieler Hafenbrücke genießen wir noch einmal den Ausblick auf den gewaltigen Strom. Doch dann heißt es wieder strampeln, denn der Radweg ist gut besucht. Die letzten Kilometer entlang der Flussauenlandschaft und durch grüne Parks radeln sich wie von selbst. Schon bald kommen wir, ohne Kontakt zum Straßenverkehr, auf der Uferpromenade zurück in die Innenstadt von Köln, wo wir uns die Rampe neben der Domtreppe hinaufschlängeln und unsere Runde für heute abschließen. Jetzt haben wir es endlich geschafft und haben unsere etwa 73 Kilometer lange Runde beendet. Von der Morgenstimmung am Kölner Dom in die Abendsonne reingeradelt. War ein voller Tag, voller Erlebnisse und auch einiger Überraschungen. Was hat dich am meisten überrascht heute? Ich war tatsächlich überrascht, wie schön es da an der Dündern war in Leverkusen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass da so viel grüne Natur ist. Das war richtig schön zu radeln und dann da auch über die Felder mit der hügeligen Landschaft im Bergischen Land dann. Also wirklich schön und richtig viel Spaß hat dann auch die ehemalige Bahntrasse dann wieder runter nach Leverkusen gemacht. Ich fand auch den Panoramaradweg Balkantrasse, der hat richtig viel Spaß gemacht, vor allem da wir da so schön runterrollen konnten. Ich hatte gar nicht irgendwie im Vorhinein gemerkt, dass wir den ganzen Spaß schon hochgefahren waren. Aber dann war es nochmal eine gute Belohnung sozusagen. Wie, du kannst dich nicht mehr an den Serpentinenweg hoch erinnern? Ich hatte den schon wieder völlig verdrängt. Also da muss man sagen, da wird es wirklich mal kurz anstrengend. Ja. Und auch der Abschnitt danach ist nicht ganz so schön zu fahren. Aber auch jetzt hier mit den Umleitungen, die jetzt durch den Autobahnbau oder was auch immer gerade hier am Rheinradweg bei Leverkusen der Fall ist, das hat alles gut funktioniert. Auch dann die Strecke da über den Rhein mit diesem Neulandpark, also wo man auch so richtig tolle Blicke dann einfach hatte. Also hat schon sehr viel Freude bereitet, die Tour. Ja, auf jeden Fall. Und klar, dass man mal an der Straße entlang fährt, ist, denke ich, auch logisch, denn immerhin befinden wir uns hier in einem sehr dicht bewohnten und sehr verkehrsreichen Gebiet. Kann man ja nicht immer nur durch die Natur fahren. Und muss man auch sagen, dass wir wirklich selten auf der Straße gefahren sind, denn es gab wirklich allermeistens einen guten Radweg neben der Straße. Wir sind gespannt auf die nächsten beiden Tage. Morgen geht es dann auch wieder über Leverkusen. Allerdings werden wir hier erstmal durch den grünen Gürtel von Köln fahren, nach Dormagen-Zons. Und das wird sicherlich auch nochmal eine coole Sache. Und jetzt genießen wir, glaube ich, erstmal noch den restlichen Abend hier und ruhen uns ein bisschen aus. Über 70 Kilometer ist natürlich für eine Tagestour hier auch schon ziemlich lang und für die meisten vielleicht auch einfach zu lang. Es gibt aber ganz viele schon vorgeplante Rundtouren. 2 davon habe ich in dem Video ja jetzt schon angesprochen. Und wer da Interesse hat, schaut gerne mal auf der Website der Radregion Rheinland vorbei. Die haben wir euch unten in der Beschreibung verlinkt. Und da findet ihr eben verschiedene Touren in kürzerer Länge, Rundtouren hauptsächlich, die ihr dann einfach mal ausprobieren könnt, wenn ihr in der Gegend seid. Ja, das auf jeden Fall als Tipp. Ansonsten sehen wir uns dann zum nächsten Video, auch hier wieder aus der Kölner Region. Und wir freuen uns, dass ihr alle eingeschaltet habt und bis hierhin sogar dran geblieben seid. Und ja, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Radeln draußen in der Natur, aber auch in den Städten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.